Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die ersten Schritte in R, wie ihr einen Datensatz runterladen könnt, den dann in R einlesen könnt und erste Analysen damit machen könnt. Ich werde jeweils zwischendurch auch Übungen euch geben, damit ihr es gleich selber ausprobieren könnt, wobei ich zuerst immer euch vorzeige. An der Stelle werde ich jeweils sagen, dass ihr kurz das Video pausieren sollt, um die Übung zu lösen. Dann werde ich jeweils anschließend die Lösung präsentieren. Das Ganze also Schritt für Schritt, um euch den Einstieg in R zu erleichtern. Das Video richtet sich an alle Personen, die noch nie mit R gearbeitet haben oder noch relativ Mühe haben zu Beginn, weil A ist am Anfang nicht ganz einfach, es braucht etwas, das ging mir genau gleich vor 11 Jahren, als ich mit R angefangen habe. Darum will ich euch den Einstieg in R installieren. Das Video setzt voraus, dass du R und RStudio bereits installiert hast. Sollte das noch nicht der Fall sein, verlinke ich dir oben ein Video, wo ich erkläre, wie du R und RStudio installieren kannst. Nachdem wir RStudio geöffnet haben, sehen wir zuerst die Konsole, wo es uns die aktuelle A-Version anzeigt. Aktuell habe ich die Version 4.4.2 drauf, die Ende Oktober 2024 erschienen ist, mit dem lustigen Namen Pile of Leaves. Dann gibt es noch einige weitere Informationen dazu, zum Beispiel, dass keine Garantie dazu ist, weil es ein Open-Source-Programm ist. Jetzt, da wir mit Daten arbeiten wollen, das erste, was wir machen, ist, wir legen ein neues Projekt an. Dazu gehen wir hier unter Project, None und sagen New Project, um ein neues Projekt zu erstellen. Jetzt sollte dann gleich ein Pop-up erscheinen und hier können wir auswählen, ob der Ordner bereits existiert, den wir das Projekt anlegen wollen, oder ob wir einen neuen Ordner erstellen wollen. Jetzt in dem Fall erstelle ich einen neuen Ordner, der New Project. Dann kann ich auswählen, wo das gespeichert werden soll. Macht es auf der D-Festplatte, was passt. Und dann gehe ich Analyse der Wahlen 2023. Dann könnten wir noch auswählen, ob wir das Ganze in einem neuen Projekt geöffnet haben wollen oder nicht. Das wollen wir nicht, da wir das nicht brauchen, das leere Projekt. Dann Create Project. Jetzt erstellt es uns das Projekt. Jetzt haben wir hier oben Analyse der Wahlen 2023, wie wir es benannt haben. Hier unten wären noch weitere Projekte. Bei dir wird es jetzt noch keines anzeigen, wenn du das zum ersten Mal brauchst. Aber später, wenn du mehrere Projekte hast, kannst du hier zwischen den Projekten hin und her wechseln. Zum Beispiel an mehreren Seminararbeiten arbeitest, vielleicht noch an der Bachelorarbeit später, dann kannst du hier zwischen den verschiedenen Projekten wechseln. Das nächste gehen wir unter Global Options. Und hier schauen wir uns einige Einstellungen an. Hier können wir die A-Version auswählen, falls wir mehrere drauf haben. Also ich könnte jetzt auf eine ältere zurückgreifen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund 4.2.0 bräuchte, könnte ich die hier auswählen. Besten ist Use your machine's default 64-Bit version of R, wird jeweils die neueste genommen. Das ist vor allem wichtig, die Einstellung, dass falls du zufälligerweise mal eine spezifische ausgewählt hast und es nicht updatet, nachdem du A abgedatet hast, also eine neue Version installiert hast, hier aber immer noch die alte angezeigt wird, dann kannst du hier die neue Version auswählen. Hier könnte man den Home-Folder ändern, aber ich würde eigentlich immer mit einem A-Projekt arbeiten, sobald ihr mit Daten arbeitet und mit Pfaden. Wenn ihr das nicht braucht, dann spielt es keine Rolle. Dann hier Restore.rdata into Workspace at Startup, das Häkchen entfernen, sonst habt ihr jedes Mal das vom Alten noch drinnen. Das wollen wir nicht. Und wir wollen es auch nicht speichern, wir wollen nicht, dass ihr jedes Mal fragt, das machen wir never. Wenn wir es doch mal speichern wollen, dann können wir das explizit hier machen. Dann würde ich noch empfehlen unter Packages, Switzerland, also hier aus deinem Land auszuwählen, also für mich wäre es ETH Zürich, kann man einfach auswählen. Dann geht das Runterladen etwas schneller. So, okay, auswählen. Ja, und dann was auch noch unter Code können wir hier noch auswählen, ob wir den Pipe Operator von
Tidyverse wollen oder den von dem Base R, den es seit R4.1 gibt. Ich habe jetzt mal den ausgewählt, zeige euch nachher auch den anderen noch. Beispiel. Gut. Nun als nächstes wollen wir den Select 2023 Datensatz herunterladen. Dafür öffnen wir einen Browser und gehen auf Swiss UBase. Dann klicken wir auf Login und jetzt, falls wir bereits einen Switch Edu ID haben oder eine Clarion Account, können wir uns entsprechend einloggen. Solltest du das noch nicht haben, kannst du hier ein Konto erstellen. Geht auf Switch Login, gebe meine E-Mail-Adresse ein, dann das Passwort, logge mich entsprechend ein. Jetzt kann ich unter Katalog nach allen Datensätzen suchen. Es gibt über 12.000 Datensätze. Mich interessiert jetzt der Select 2023. Suche ich danach. Sehe ich, kriege ich den Swiss Election Study Select 2023, kann hier draufklicken. Dann gehe ich unter Datensätze und dann wähle ich den Post-Election Survey aus. Das ist die Nachwahlbefragung nach den National- und Ständeratswahlen. Es gibt auch noch eine Panel-Befragung, wo mehrere Leute mehrmals befragt wurden vor den Wahlen, eine Medienanalyse und eine Kandidatenbefragung. Wir wollen den an, dann klicken wir auf Download starten. Jetzt hier müssen wir den Nutzungsvertrag unterschreiben, damit wir kein Humbug mit den Daten anstellen. Ich brauche den für die Lehre, dann die Beschreibung, dass ich den für YouTube brauche, für dieses Video, um die ersten Schritte nachzuerklären. Dann Vertragsdauer nur 3 Monate, weil ich brauche den nach dem Video nicht mehr und kann ihn wieder löschen. Dann kann ich noch, ob Publikation geplant ist oder nicht. Ist nicht wirklich, ich mache hier kein Paper oder so damit. Jetzt klicke ich hier mal Nein an. Respektive klicke es nicht an, dann weiter. Dann validieren. Jetzt kann ich auf Herunterladen klicken. Jetzt wird es als ZIP-File heruntergeladen. Jetzt kann ich das öffnen. Und dann alle extrahieren, das Ganze entzippen. Jetzt habe ich hier Dokumentation und Daten. Jetzt kopiere ich die und gehe in den Ordner, den ich vorher erstellt habe. Das ist jetzt unter D und dann Analyse der Wahlen. Jetzt kopiere ich die hier hinein, dass wir die Daten in unserem Projekt haben. Ich lasse sie jetzt mal im Unterordner Data drin. Wir könnten sie auch direkt in den Ordner reinspeichern, aber so ist es etwas übersichtlicher. Jetzt gehen wir zurück zu RStudio. Und was wir als erstes machen ist, wir legen ein neues R-Skript an. R-Skript. Und speichern das gleich mal ab. Ich nenne es jetzt mal Analyse. Jetzt wird das hier drinnen gespeichert. Schnell. So, wir sehen, wir haben jetzt das Analyse-Skript, Data und Documentation. Da wir ein Projekt angelegt haben, sind wir automatisch in dem Ordner drinnen. Jetzt als erstes brauche ich ein Hashtag, um Kommentare zu machen. Jetzt mache ich mehrere und Analyse der Wahlen 2023, um einen Titel anzulegen. Das muss man nicht genau so machen. Ich mache es jeweils so, es ist so meine Art. Einfach das Ganze wird nicht ausgeführt, da es Hashtags hat. Mit dem Hashtag können wir Kommentare anlegen. Jetzt als nächstes müssen wir ein Paket installieren. Ein Paket in R gibt uns zusätzliche Funktionen, weil Base R hat nur wenige Funktionen, aber ist jedoch extrem mächtig. Wenn R alle Funktionen jedes Mal gleich mit installieren würde, wäre es wahrscheinlich mehrere Gigabytes, wenn nicht sogar, vielleicht sogar ein Terabyte groß. Es gibt über 30, 40.000, vielleicht unterdessen noch mehr Pakete. Das sind enorm viele. Wir brauchen jedoch nur einen Bruchteil davon und andere Leute brauchen wiederum andere Pakete, deshalb kann man die installieren. Jede Person kann selber Pakete installieren und auch Pakete erstellen. So habe ich zum Beispiel das Brand-Package entwickelt oder das glm.predict Package, die ich in anderen Videos erkläre. Die brauchen wir jetzt jedoch nicht. Was wir brauchen ist, wir brauchen Tidyverse. Das machen wir install.packages, Tidyverse.
Das Ganze machen wir in der Konsole, aus dem Grund, da wir das nur einmal ausführen wollen und nicht jedes Mal, wenn wir A ausführen. Den Befehl müssen wir erst dann wieder ausführen, wenn wir auf eine größere A-Version updaten, also wahrscheinlich dann bei 4.5. Bei 4.2.3, falls die Version mal geben wird, braucht man in der Regel keine Neuinstallation der Pakete. Das machen müssen, ein Paket nicht geladen werden kann, dann einfach schnell Install Packages machen. Dann das zweite Paket, das wir noch brauchen, ist Haven, um SPSS und Datensätze einlesen zu können. Jetzt laden wir die Pakete, dazu verwenden wir Library, dann Tidyverse. Jetzt, das Tidyverse gibt uns noch einige Informationen an, und zwar welche Pakete es lädt. Und zwar ist es so, Tidyverse ist eigentlich eine Paketsammlung, kein wirkliches Paket. Und zwar lädt es dplyr, das brauchen wir zum Rekodieren, dann forcats für Faktoren, ggplot2 für Grafiken, lubridate für Daten, PR habe ich gerade nicht im Kopf, readr ist für zum Beispiel CSV-Dateien und andere Dateien zum Einlesen. Die bessere Funktionen als die von baseR, dann stringr für mit Strings arbeiten, tibble ist ein besseres Dataframe, also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Dataframe respektive ein Tibble, und tidyr ist nochmal, um Daten zu manipulieren, Daten zu bearbeiten. Dann sagt es uns noch unter Conflicts, dass dplyr eine Funktion Filter hat, die auch in baseR vorkommt, und eine Funktion lag, die ebenfalls im Package Stats vorkommt, das automatisch geladen wird. Dann haben wir noch Library Haven. Jetzt haben wir die benötigten Pakete und können nun den Datensatz einlesen. Um ihn einzulesen, müssen wir zuerst ein Objekt erstellen, Variablennamen, um das zu speichern. Ich nenne es jeweils df_ für Dataframe und dann geben wir dem Ganzen einen Namen. Ich mache jetzt mal select 2023 ist gleich read_ data für den Datendatensatz. Dann gehen wir hier unter Data und schauen, wie der Datensatz heißt. Das ist jetzt der Datensatz. Wir könnten auch read_ SAV benutzen, um den SPSS-Datensatz einzulesen, oder read_ CSV, um den CSV-Datensatz zu lesen. Würden wir den CSV-Datensatz einlesen, hätten wir Haven nicht laden müssen. Ich zeige es jetzt mal mit einem Starter-Datensatz. Funktioniert mit den anderen mehr oder weniger gleich. Jetzt, der Datensatz befindet sich nicht im Projekt selber direkt drin, sondern im Unterordner Data. Das müssen wir also spezifizieren, dass es sich im Data-Ordner handelt. Und dann können wir den Datensatz abtippen, 3,4, dann select 2023 PS, Data, v1.0.dta. Jetzt wird der Datensatz geladen. Wir sehen jetzt auch, wenn wir Class ausführen, um zu schauen, was für ein Objekt es ist, sagt es ist ein Dataframe und ein Tibble Dataframe. Das hier ist, weil es sich um ein Tibble handelt. Das ist, weil es zu Tidyverse gehört. Auch read Haven ist Teil von Tidyverse. Jetzt, wenn wir uns die Daten anschauen, dann sehen wir hier, haben wir jeweils, was es ist, noch beschriftet, und wir haben überall Zahlen drin. Und jetzt mal eines anschauen, zum Beispiel das Geschlecht. df selects, Pipe Operator, $Zeichen, Gender, oder Sex heißt es, genau. Dann sehen wir, hat -99 hat das Label No Answer, -98 das Label Multiple Answer when Single Choice, -97 Incomprehensible, Illegible, Invalid, 1 ist Male und 2 ist Female. Jetzt wollen wir doch daraus einen Faktor machen statt numerische, und das für alle, dass alle die Labels überschrieben werden, also dass statt Zahlen die Labels dort stehen für alle nicht numerischen. Dafür können wir S-Factor von Haven anwenden. Wir
können wir df selects ist gleich sFactor df selects. Jetzt sind das 2 Schritte. Jetzt können wir das Ganze auch in einem Schritt machen, indem wir den Pipe Operator verwenden. Statt dass wir das so machen, können wir den Pipe Operator verwenden. Dazu können wir entweder die einzelnen Buchstaben, das Zeichen tippen, oder wir können Shift-Ctrl-M in Windows oder Shift-Command-M in Mac drücken. Dort ist der Pipe Operator gespeichert. Jetzt, ob der kommt oder nicht, hängt genau von den Global Options ab, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Dann können wir nachher einfach sFactor hier schreiben, das ist auch auf eine neue Zeile. Und jetzt wird read data wird an sFactor übergeben und dann so direkt ausgeführt. Können wir das in einem Mal machen. Wenn wir uns jetzt den Datensatz anschauen, dann wurden jetzt die Zahlen ersetzt durch die Labels. Jetzt handelt es sich um einen Faktor. Also wenn wir jetzt das 6 nochmal anschauen, dann sehen wir, haben wir jetzt die Labels und hier sind jetzt die ganzen angeschaut. Jetzt als nächstes schauen wir uns mal die Dokumentation an. Dazu gehen wir in den Datensatz und gehen unter Documentation und dann schauen wir uns das Codebook an. Ein Codebook lesen zu können ist enorm wichtig in der Wissenschaft. Und zwar müssen wir verstehen, was für Variablen drin ist und so die richtige Variable finden können. So haben wir hier eine Variablenliste, sehen wir hier die Variablen. Sehen wir zum Beispiel, hier ist 6 according to official documents, dann das Geburtsjahr, das Alter. Wir können jetzt das Ganze durchschauen, wir können auch mit Ctrl F nach Sachen suchen. Zum Beispiel interessiert uns Vote Choice, wer jemand gewählt hat. Jetzt hier das Hypothetische für Nichtwähler, interessiert uns nicht, wir wollen das Richtige. Das haben wir hier. Vote Choice Election 2023. Jetzt klicken wir das mal an. Jetzt sehen wir, so heißt unsere Variable. So können wir die Variable rauskopieren, zurück nachgehen und können uns die auch mal anschauen. Wir haben jetzt df selects, $, die Variable, sehen wir hier, wie sie ausschaut. Jetzt als nächstes verwenden wir wieder den Pipe Operator und verwenden die Funktion select. Select ist eine Funktion, um Variablen aus dem Datensatz auszuwählen, damit wir nicht mehr die ganzen 308 Variablen drin haben, sondern nur noch die, die wir effektiv für die Analyse brauchen. In Select, jetzt können wir zum Beispiel sagen Gender, dann die Variablen, die wir gesucht haben und Age. Das wählen jetzt mehr gerne die 3. Und jetzt F1180rec ist jetzt nicht gerade besonders klar, was das ist, wenn wir nur das sehen. Also können wir es umbenennen, direkt in Select. Das können wir Vote Choice ist gleich. Und jetzt das ausführen. Dann haben wir nur noch 6 Vote Choice und Age drinnen. Die 3, die wir ausgewählt haben. Select hat jeweils als erstes Argument den Datensatz und dann gefolgt von den Variablen, die wir auswählen wollen. Können wir 6 und jetzt eben die hier, die wir Vote Choice nennen wollen und Age. Nun kannst du dann bald das Video kurz pausieren und zwar lädst du jetzt nun den Datensatz selber runter, lädst ihn ein, so replizierst meinen Code, plus fügst du zusätzlich noch die Links-Rechts-Positionierung der Wählenden hinzu. Wie die Variable heißt und sie dann umbenennen, die kannst du zum Beispiel lr_self nennen. Das Ganze findest du im Codebook. Pausiere nun das Video und sobald du die Übung gelöst hast, kannst du weitermachen und dann erkläre ich dir, wie du das Ganze dann machen kannst.
Nun gehe ich davon aus, dass du die Übung gelöst hast. Jetzt erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen wieder ins Codebook. Jetzt können wir nach links, left, right suchen. Left ist das. Es ist jetzt Left Party, Right Party. Es ist von der FDP. Wir wollen aber die von den Individuen selber. Hier haben wir Left, Right, Self Placement. Die Variable ist 15200. Wenn wir die kopieren, wieder zurück zu A gehen, dann haben wir LR Self ist gleich die Variable. Hier noch ein Komma. So, können wir das ausführen. Und jetzt haben wir zusätzlich die Links-Rechts-Positionierung drin. Nun als nächstes können wir uns die Variablen mal etwas genauer anschauen. Dazu können wir zum einen Table verwenden. Table erstellt uns eine Häufigkeitstabelle, also zeigt, wie viele Fälle es pro Fall gibt. Zuerst machen wir das mal für 6. Machen wir df-select $6. Dann sehen wir, 8 haben no answer, multiple answer und single choice 0, comprehensible, eachable, invalid auch 0, male 2415 und female 2610. Jetzt wollen wir die rekodieren, die Variable. Dazu verwenden wir wieder den Pipe Operator und dann mutate. Mutate ist, um Variablen zu ändern innerhalb von Tidyverse. Das erste Argument ist wiederum der Datensatz. Den übergeben wir mit dem Pipe Operator. Also alles, was bis hierhin geschieht wird dann mutate übergeben. Weil sonst hätten wir am Schluss, wenn wir das alles ohne den Pipe Operator schreiben würden, dann müssen wir entweder jedes Mal select da gleich da, dann select da gleich da, select da. Oder wir müssen schreiben mutate, dann hier drinnen select, Klammer, S-Factor, Klammer, Rate ATR. Das wäre dann nicht mehr so gut lesbar. Das Gute ist, wir können hier auch so Kommentare hinzufügen, zum Beispiel, wenn wir hier schreiben, Variablen auswählen. Hier Labels in Faktoren umzuwandeln. Einfach Labels in Faktoren umwandeln. Zum Beispiel könnten wir auch Daten einlesen. Das klar ist nachher, was wir genau gemacht haben. Jetzt wollen wir 6 rekodieren. So verwenden wir 6 ist gleich. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist Case Match. Wenn jetzt mal Case Match, das ist eigentlich die empfohlen wird. Wir wollen das für 6 machen. Dann in Anführungsschlusszeichen, das ist nun ein Character, wenn wir das in Anführungsschlusszeichen schreiben. Jetzt haben wir Male. Wir machen einen deutschen Datensatz, schreiben wir Mann. Hier nicht ein Gleich, sondern ein Pipe Operator, ein Tildezeichen. Das Tildezeichen findest du auf dem Mac unter Alt-N. Auf der Windows-Tastatur ist es angeschrieben. Female. Dann wiederum das Tildezeichen Frau. Und dann den Rest, also No Answer, Multiple Answer and Single Choice, Incomprehensible, Eligible, Invalid, all das wollen wir zu NAs rekodieren. NAs ist das, was genau die fehlenden Werte darstellt. Das können wir .default. Hier müssen wir mit gleich statt mit dem Tildezeichen. Und dann NA, Underline. Es sich um einen Character handelt, müssen wir NA, Underline Character schreiben. Da ist Tidyverse relativ pingelig. Wenn wir jetzt das ausführen, können wir jetzt das wieder anschauen und sehen, jetzt haben wir nur noch Frau und Mann drin. Können uns auch die Variable alleine mal anschauen. Übrigens kannst du irgendwo reinklicken oder etwas markieren, wenn du nur das Markierte willst.
und dann Ctrl-Enter respektive in Mac Command-Enter. Dann wird es direkt kopiert. Jetzt sehen wir, das Ganze wurde als Character gespeichert. Das sehen wir auch, wenn wir Class machen. Select. Natürlich noch mit 6. So. Dann kriegen wir Character zurück. Jetzt ein Character ist gut und schön, wir hätten jedoch lieber einen Faktor. Was wir jetzt machen ist, wir können den Pipe Operator auch innerhalb von Mutate anwenden. Wir pipen das zu asFactor. Dann wird automatisch ein Faktor daraus generiert. Wenn wir es jetzt anschauen, die Class, dann ist es ein Faktor. Wenn wir das so anschauen, sehen wir nicht mehr die Anführungs- und Schlusszeichen, sondern wir sehen Frau und Mann. Frau ist die Basiskategorie, Mann ist das zweite Level. Im Hintergrund werden das als Ganzzahlen gespeichert. Das heißt, überall wo Frau steht, ist im Hintergrund eine 1 gespeichert, überall wo Mann steht, eine 2. Das ist jetzt eine nominal skalierte Variable. Eine nominal skalierte Variable ist eine Variable, die kategoriell ist und keine Ordnung hat. Das heißt nicht so, dass irgendwie Frau vor Mann kommt oder Mann vor Frau, sondern sind kategoriell, die kann man nicht sinnvoll ordnen. Nun schauen wir uns als nächstes VoteChoice an. Schauen uns wieder die Table an von df-select $VoteChoice und sehen hier, es hat relativ viele. Schnell, dass alles auf einer Zeile ist. Jetzt wollen wir die als nächstes rekordieren. Machen wir hier einfach ein Komma. In Mutate kann man mehr seine Variable rekordieren. Dann schreiben wir VoteChoice ist gleich wieder CaseMatch. Sie ist wiederum von dplyr, dann von VoteChoice. Wir könnten hier auch einen neuen Namen geben, wenn wir sowohl die alte als auch die neue Variable behalten wollen. Können wir dem einen neuen Namen geben. Wir wollen jedoch die alte Version der Variable nicht behalten. Jetzt rekordieren wir zuerst die FDP. Dann das Tildezeichen, das wollen wir einfach als FDP. Dann Center, auch wieder mit dem Tildezeichen. Die Mitte. Dann haben wir die SP. Dann die SVP. Dann die Grünen. Dann die GLP. Dann Lega di Ticino, die ist ja nur im Tessin. Die wollen wir zu Other rekordieren und andere. So, Tilde andere. Jetzt könnten wir das wieder schreiben und das wieder das gleiche ist, können wir das Ganze auch am gleichen Ort angeben. Dazu erstellen wir einen Vektor mit der Funktion C. C steht für Combine, zusammenführen. Jetzt werden die sowohl Lega als auch Mouvement Citroën de Genève werden zu andere rekordiert. Dann als nächstes die CSP, auch die wollen wir unter anderem. Dann die EVP mache ich jetzt mal als eigenständige Partei, die hat doch über 50 Fälle. Könnt ihr natürlich auch unter anderem machen, je nachdem, was man anschauen will. Die EDU nehme ich jetzt mal wieder zu andere rein. Das ist ja auch nur ein Beispiel, das Ganze. Dann Partei der Arbeit, auch die unter anderem. Dann auch die Alternative Linke, Solidarité, Ensemble à Gauche, Mouvement Socialisme. Auch die wollen wir unter anderem.
Das gleiche auch mit der Piratenpartei. Dann mit weiteren linken Parteien, auch wenn es jetzt keine Fälle hat, könnten wir theoretisch auch weglassen, dass es keine Fälle gibt. Right Party, Center Party und Other Party. Denn Voted for Personal Parties ist, da wissen wir nicht für wen, also nehmen wir hier einfach, das soll dann auch NA werden. Voted for Several Parties soll auch NA werden. Und auch hier, das Right Party, Several, all das machen wir. Also den Rest wollen wir alles zu NA machen. Wie das funktioniert, wissen wir bereits, also mit .default NA Character. Jetzt können wir uns das nächstes anschauen. Die Tabelle. Jetzt sehen wir, haben wir die Mitte, EVP, FDP, GLP, GPS, SP, SVP. Also das Ganze wird alphabetisch gelistet. Jetzt wollen wir jedoch auch hier einen Faktor draus machen. Also das ist wieder ein Character, wir das anschauen können. Das Character, das alleine anschauen. Dann sehen wir, dass sein Character auch nochmal als sein Character ist, mit den Anführungs- und Schlusszeichen. Jetzt wollen wir doch einen Faktor draus. Das machen wir Factor. Wir können dann auch wieder S-Factor, dann wird es aber so alphabetisch sortiert. Das wollen wir jedoch nicht. Jetzt in dem Fall das Beispiel. Sonst ich zeige euch, wie man die Reihenfolge selber bestimmen kann der Labels. Wir wollen zuerst die SVP, dann die FDP, dann die Mitte. Hier ist es wichtig, dass man es korrekt schreibt. Wenn man es nämlich falsch schreibt, dann werden die man falsch geschrieben hat, zu NAs. Dann als nächstes die GLP, dann die EVP, dann haben wir die SP, die Grünen und andere. Jetzt mal so, können natürlich hier die Reihenfolge festlegen, wie wir das wollen. Nehmen wir mal an, wir schreiben hier jetzt mal als Beispiel FTP statt FDP, also ein Typo. Sagt, dass irgendwas dupliziert sei. SVP habe ich hier nochmals geschrieben. Das müsste EVP sein. So. Jetzt, wenn wir uns die Table anschauen, sehen wir SVP, FDP ist aber 0. Das heißt, alle FDPler wurden zu NAs. Das schreiben wir hier FDP, was korrekt ist. Nochmal die Tabelle und jetzt haben wir die korrekte Anzahl bei der FDP drin. Sehen auch, wenn wir die alleine anschauen, wir haben NAs, dann hier ist es in der Reihenfolge, wie wir es hier definiert haben. Als nächstes schauen wir uns das Alter an. Wieder mit Table. df select $h. Sehen wir hier Zahlen und auch noch No-Ends und Incomprehensible. Das deutet schon darauf hin, dass die Variable kaum numerisch sein wird, wie sie sein sollte. Schauen wir uns noch die Klasse an. df select $h. Dann sehen wir, es ist ein Faktor. Als nächstes rekordieren wir also h. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt einfach asNumeric anwenden würden, es ist, um etwas numerisch zu machen, asNumeric, von df select $h, dann nummeriert es uns das von 1 bis n durch. Also wenn wir uns das anschauen, Table, dann kriegen wir 1, 3, 4, 5 und so weiter. 2 gibt es keine Fälle, das haben wir auch hier oben gesehen. Und das ist 1, das ist 2 und so weiter. Das ist 18, wäre jetzt 3 und so weiter. Das wollen wir jedoch nicht, sondern wir wollen die effektiven Zahlen.
das hinzukriegen, müssen wir zuerst einen Character daraus machen. Das Character. Dann werden die Zahlen durch die Labels überschrieben, es wird ein Character daraus. Dann haben wir nachher statt ein Faktor Character, wenn wir nun den umwandeln, kriegen wir die effektiven Zahlen zurück. Zusätzlich kriegen wir jetzt noch eine Warnmeldung zurück, dass bei der Umwandlung NAs erzeugt werden. Das ist der Fall, weil, das schnell anschauen, wir hatten genau No Answer und Incomprehensible, Eligible, Invalid, wo wir jetzt keine Fälle haben, aber es wäre das gleiche, wenn wir Fälle hätten. Die werden zu NAs, weil hier keine Zahl steht, sondern Wörter, die man nicht als Zahl interpretieren kann. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass aus denen NAs besteht. Das heißt, die Warnmeldung weist uns darauf hin, dass genau das passiert wurde, was wir wollen. Jetzt können wir das wieder wie so schreiben. Einfacher geht es mit dem Pipe Operator. Jetzt können wir das Character, dann wieder pipen as numeric. Jetzt kriegen wir wieder dann die Warnmeldung zurück, genau die wir wollten. Wenn wir jetzt das anschauen, dann sehen wir, es beginnt von 18-Jährige bis 102, so wie es sein sollte. Nun ist auch die Links-Rechts-Achse nicht sauber rekodiert. Jetzt gibt es wieder eine kleine Übung. Rekodiere nun die Links-Rechts-Achse, schau dir zuerst die Tabelle an und am Schluss sollte es Zahlen sein, die von 0 bis 10 gehen. 0 bedeutet ganz links, 10 bedeutet ganz rechts. Pausiere nun das Video, löse die Übung und wenn du fertig bist, kannst du das Video wieder weiterspielen und dann zeige ich dir die Lösung. Gut, jetzt gehe ich davon aus, dass du die Übung gelöst hast. Jetzt zeige ich dir, wie man das rekodieren kann. Schauen wir uns zuerst mal die Daten wieder an. Select, $, Strike. Sehen wir zum Beispiel Don't Know, dann ist No Answer, Multiple Answer, das können wir alles zu NA. Aber 0, wir haben auch 0 gleich Left und 10 Right. Das heißt, wenn wir einfach S Numeric anwenden würden, also S Character as Numeric, dann hätten wir das Problem, dass aus 10 und aus 0 ebenfalls NAs werden würden, was wir nicht wollen. Wir können uns auch mal noch die Klasse anschauen, was für ein Typ es ist. Self, sehen wir, es ist ein Faktor. Können wir jetzt hier wieder ein Komma schreiben, dann machen wir LR Self, ist gleich. Jetzt können wir wieder Case Match verwenden von LR Self, wie wir das kennen. Dann soll aus 0 Left soll 0 werden. Jetzt eine Möglichkeit besteht, wir können jetzt direkt 0 schreiben, hier. Dann machen wir das Ganze noch für 10, das müssen wir auch rekodieren. Ist gleich 10 und der Rest, das Default soll sein Age, Pipe Operator as Character, Pipe Operator as Numeric. Das ist eine Variante, die funktioniert. Ich zeige dir nachher gleich noch eine andere. Hier habe ich wieder, das passiert mir manchmal, Schuss, hier muss natürlich kein Gleichheitszeichen, sondern das Tildezeichen. Sehen wir, wenn wir jetzt uns LR-Self anschauen. So, ich habe den Fehler schon gefunden. Ich habe hier einfach Age natürlich statt LR-Self geschrieben. So ist es nochmal aus. Manchmal in der Hitze des Gefechts passiert mal ein Fehler, deshalb sollte man sie immer kontrollieren. Jetzt sehen wir, dass es von 0 bis 10 ist und Class-Numeric, wie es sein sollte. Jetzt eine andere Variante wäre, dass wir das als 0 und 10 schreiben und dann, was in dem Fall Punkt Default, machen wir das ist LR Self.
So. Genau, jetzt haben wir, es ist einfach aus 0 wurde 0 und so weiter. 10, die anderen sind immer noch. Und dann das Ganze jetzt pipen zu S-Character und S-Numeric. Das wäre die andere Option. Da wieder die Warnmeldung mit dem. Und auch jetzt haben wir es wieder so rekordiert, wie wir das wollen. Jetzt sind wir mit dem Rekordieren durch und können uns als nächstes erstellen wir eine einfache Grafik. Und zwar verwenden wir dafür ggplot, ist ebenfalls Teil von Tidyverse. Dann den Datensatz, den wir rekordieren wollen, ist also df select 2023. Dann müssen wir noch sagen, welche Variable wollen wir auf welcher Dimension matchen. Wir wollen auf der Dimension x, wollen wir die Variable voteChoice matchen. Oder fangen wir zuerst mal mit, machen wir zuerst mal das Geschlecht 6. So einfach. Also machen wir zuerst eine Grafik vom Geschlecht. Dann fügen wir als nächstes ein Geom hinzu. Das ist nun ein Layer, also was wir darstellen wollen. Wir wollen ein Barplot, also ein Säulendiagramm erstellen. Dafür verwenden wir geomBar. Wenn wir das nun so ausführen, dann sehen wir haben Frau, Mann und NA. Jetzt wollen wir doch hier keine NAs darstellen. Und eine Variante davon ist, wir schmeißen die NAs raus. Wir können das entweder vormachen oder direkt in ggplot. Dafür können wir zum Beispiel den Pipe Operator verwenden wieder. Dann Filter. Filter ist, um Beobachtungen zu filtern. Was wir nun wollen, wir wollen alle, die nicht NA sind, bei 6. Der Nicht-Operator in A ist das Befehlszeichen. Das heißt, wir schreiben ein Befehlszeichen, dann die Funktion isNA und dann 6. Wenn wir jetzt das ausführen, dann sehen wir, kriegen wir es ohne NA zurück. Jetzt das Ganze sieht nicht besonders schön aus, mit dem grauen Hintergrund. Was wir machen können, ist, wir können ein Theme hinzufügen, indem wir Theme underline, dann das Theme, das wir gerne hätten, zum Beispiel Theme Minimal, für ein minimales Theme, kriegen wir statt dem grauen Hintergrund einfach so Striche und dann so das Ganze. Dann wollen wir statt 6 hätten wir gerne Geschlecht angeschrieben, unten. Dafür verwenden wir xlab, schreiben Geschlecht. Dann das Ganze auch noch für ylab, ebenfalls. Und hier Anzahl Beobachtungen. Man könnte auch Anzahl Teilnehmer oder so. Haben wir Geschlecht, Anzahl Beobachtungen. Jetzt haben wir auf der x-Dimension haben wir das Geschlecht abgebildet. Jetzt hätten wir gerne viel, aber nicht einfach überall Steel Blue. Können wir einfach viel gleich Steel Blue schreiben. Jetzt wurde die Farbe geändert. Das nicht von den Daten abhängt, viel in unserem Fall, schreiben wir das außerhalb von AES. Das hier könnten wir genauso gut auch hier drinnen schreiben. Die zwei sind äquivalent zueinander. Der Unterschied ist, wenn wir mehr als ein Geom hinzufügen, dann gelten die in ggplot für alle Geoms, während wenn wir nur eins hinzufügen, wenn wir das direkt hier hinzufügen, dann gilt es nur für das entsprechende Geom, für den entsprechenden Layer. Jetzt schauen wir uns ein zweites Beispiel an. ggplot, df select, dann AES, x gleich h, plus Geom Histogramm, das sich um eine numerische Variable handelt, machen wir ein Histogramm, plus Theme Minimal, jetzt wieder ein leeres Theme hinzufügen. Können wir uns das mal anschauen. Jetzt sieht es noch nicht besonders schön aus. Das können wir zum Beispiel hier Color White hinzufügen, damit es Striche zwischendrin gibt. Das ist die Umrandung.
Es ist viel besser erkennbar. Wenn wir das auch noch in Stahlblau wollen, können wir auch hier, ich mache noch auf eine neue Zeile, Fill gleich Steel Blue. Jetzt sieht das Ganze wie folgt aus. Können wir auch hier noch Xlab und YLab hinzufügen für Alter plus YLab von Anzahl. So. Was ein Histogramm macht, ein Histogramm gruppiert das Ganze. Ist also nicht geeignet für kategorische Variablen, sondern diskrete Variablen, sondern für kontinuierliche Variablen, wie das Alter ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Alter in Kategorien hätten und nicht das effektive Alter, dann würde es wiederum Sinn machen, ein Säulendiagramm zu erstellen. Jetzt mache ich noch ein zweites Beispiel für ein Säulendiagramm mit wieder ggplot, dann df select, dann AES x gleich, hier mache ich jetzt mal y gleich, um ein Balkendiagramm zu erstellen. Wir hier Vote Choice. Dann plus geom_bar. geom_bar kann sowohl mit einem x als auch mit einem y umgehen. Je nachdem wird es ein Balken oder ein Säulendiagramm. Noch das Theme hinzufügen, Theme Minimal. Jetzt sieht das Ganze wie folgt aus. Auch hier haben wir wieder NAs, die wir rausschmeißen wollen. Jetzt in dem Fall können wir sagen, wir wollen eigentlich die niemanden gewählt haben, oder die keine Partei gewählt haben, wollen wir vielleicht gar nicht in der Analyse. Das der Fall ist, können wir das direkt hier hinzufügen. Wir filtern not is NA von Vote Choice. Also nur die vollständigen, die eine der Parteien gewählt haben, drinnen haben. Jetzt haben sich natürlich die beiden auch geändert, sind es weniger Fälle, da die Nichtwähler nun draußen sind. Doch hier haben wir nun das NA nicht mehr drin. Auch hier noch beschriften, plus, jetzt ist auf der Xlab ist Anzahl Wählende, plus YLab haben wir Parteiwahl. So. Jetzt als nächstes wäre es noch schön, wenn wir das Ganze farbig gestalten können, damit wir die Parteifarben sehen. Dazu fügen wir einfach Vote Choice auch noch auf die Fill-Dimension hinzu. Vote Choice. Jetzt ist das Ganze, wir haben hier noch das Ganze, was ist, und dann die entsprechenden Farben. Jetzt hätten wir aber gerne die mehr oder weniger offiziellen Parteifarben. Dazu verwenden wir Scale, Underline. Jetzt, was wir ändern wollen, ist die Farbe, also die Fill-Farbe. Schreiben wir Fill, dann Underline. Jetzt, was wollen wir ändern? Wir wollen es manuell ändern. Wie wollen wir es ändern manuell? Dann können wir dem Namen geben, Parteiwahl. Das ist das, was nach hier oben steht. Und dann Values gleich. Jetzt wieder ein Vektor. Und jetzt schreiben wir, welche Farbe wir gerne hätten. Ich nehme jetzt mal Dark Green für die SVP, dann Blue für die FDP, dann die Mitte, nehme ich mal Orange. Kann natürlich auch die offiziellen Parteifarben nachschauen gehen. Es gibt eine Tabelle von SRF, die BAC mal erstellt hat. Findet sie, glaube ich, auf seinem GitHub-Account. Jetzt sage ich es hier einfach mal mit Light Green. Green für die GLP, dann EVP nenne ich jetzt mal Yellow. Dann die SP ist rot. Die GPS, also die Grünen, nennen wir Green. Und andere ist Gray. Jetzt haben wir die entsprechenden Parteifarben.
Jetzt ist es hier beschriftet und hier beschriftet. Was wir jetzt machen könnten, wenn wir das nicht wollen, ist noch ein Theme hinzufügen. Theme. Und dann Legend. Dort. Schauen, wie es geheißen hat. Legend.position gleich None. Jetzt wird das Ganze entfernt und wir haben einfach nur noch die Parteifarben und hier die Parteien angeschrieben. Wenn wir jetzt das Ganze lieber als Balkendiagramm hätten, ist das nun ganz einfach. Wir können einfach hier ein X schreiben, dann müssen wir noch die beiden wechseln und wir haben jetzt das Ganze als Säulendiagramm statt als Balkendiagramm. Nun kannst du wieder das Video pausieren und eine Grafik erstellen für die Links-Rechts-Positionierung. Wenn du mit der Grafik fertig bist, dann kannst du mit dem Video fortfahren und ich zeige dir die Lösung. So, jetzt schauen wir uns die Lösung an. Wir haben x gleich LR self. Jetzt, ob wir ein Balken- oder Histogramm verwenden, ich werde jetzt mal, es ist zwar eigentlich kontinuierlich, aber da es sich nicht nur um 11 Ausprägungen handelt, könnten wir auch ein Geom-Bar verwenden. Wo man jetzt hier Geom-Bar oder Geom-Histogramm verwendet, ist nicht eindeutig. Beide Versionen sind per se korrekt. Theme Minimal. Dann auf der X-Slab ist links, rechts, Selbsteinschätzung plus Y-Lab, Anzahl Wählende. Und jetzt haben wir hier eine Grafik der Links-Rechts-Selbsteinschätzung. Wir können das natürlich auch noch irgendwie wieder mit viel Steel Blue zum Beispiel oder was für eine Farbe wir halt wollen. Also habe ich es unter Fill geschrieben. Natürlich muss es unter Geom-Bar kommen. Dann ist das Ganze jetzt entsprechend der Farbe. Könnten auch noch einen Titel hinzufügen, wenn ihr das lieber wollten. Das GG Title, Beispiel auch links, rechts Verteilung zum Beispiel schreiben. Dann haben wir hier oben noch einen Titel. So, gut. Also jetzt solltest du mit ein bisschen Übung, solltest du nun in der Lage sein, einen Datensatz zu rekordieren, also den zuerst herunterzuladen, suchen, Codebook zu lesen, den genau einzulesen, zu rekordieren und dann eine einfache Grafik zu erstellen. Und das ist nicht gerade ein Anfängerbeispiel, also wenn du sowas noch nicht gleich kannst, musst du dir noch überhaupt keine Sorgen machen, das kommt dann mit der Zeit. Aber so ganz ein einfaches, wie zum Beispiel die Übung mit der Links-Rechts-Positionierung, das ist gut, wenn du möglichst jetzt übst, dass du das bald kannst. Jetzt empfehle ich dir als nächstes eine weitere Variable, die dich interessiert, die kann numerisch oder kategorisch sein, im Datensatz zu suchen, also im Codebook, die ebenfalls zu Select hinzuzufügen und dann zu rekordieren und grafisch darzustellen. Davor zeige ich dir noch kurz so die wichtigsten Basistypen, die wir schon mal gesehen haben, was der Unterschied ist. Wir haben ja zum einen hatten wir wir haben Vektoren mit jeweils zum Beispiel A, B, C. Das ist ein Character. Dann haben wir Zahlen, zum Beispiel 1 bis 10. Die Zahlen, das ist zum Beispiel Alter, ist so eine Variable. Wenn wir davon Class machen, dann ist es ein Integer. Hier in dem Fall, und wenn wir zum Beispiel hier 0,5 schreiben und hier auch noch 0,5, dann ist es Numeric. Wenn wir hier die Klasse anschauen, ist das ein Character. Dann zusätzlich gibt es noch True und False. Das heißt, die Klasse ist Logical. Es gibt Logical, Character, Factor und Numeric.
Numeric, ob das Integer ist oder nicht, ist zu Beginn jetzt nicht so much entscheidend. Es hängt einfach davon ab, wie es im Hintergrund gespeichert wird. Ob es mit 32 oder mit 64 Bits gespeichert wird. Integers sind nur Ganzzahlen, während andere auch, also wenn wir zum Beispiel 1 nehmen, dann ist es Numeric. Wenn wir 1L schreiben würden, wäre es ein Integer. Ist aber jetzt nicht so wichtig für den Anfang. Einfach merken, es gibt ein Character, also ein Data Frame. Das ist das hier. Das sind jeweils Vektoren mit der gleichen Länge, die jeweils einen Typ haben, wobei alle Werte eines Vektors den gleichen Typ haben. 6 ist jetzt ein Faktor, VoteChoice ist ebenfalls ein Faktor, H ist Numeric und LR-Self ist auch Numeric. Was auch noch interessant ist, ist der Befehl Summary vom Datensatz, df-select. Dann kriegen wir einen Überblick über die Daten. Sehen wir haben 1525 Frauen, 1535 Männer und 7 Missings im Geschlecht. Dann VoteChoice knapp 770 SVP-Wähler, knapp 620 SP-Wähler und so weiter. Dann auch noch weitere, zum Beispiel die EVP hat es zusammengefasst, dass mehr als 6 Werte hat zum Darstellen oder respektive mehr als 7. Dann Alter gibt er uns das Minimum zurück, das Maximum, den Durchschnittswert. Das sind die Summe aller geteilt durch die Fallzahl. Der Median ist der Wert, wo die Hälfte darunter liegt und die Hälfte darüber. Das heißt, Datensatz, denen die eine der Parteien gewählt haben, sind die Hälfte 56 oder älter und die andere Hälfte ist 56 oder jünger. Der jüngste im Datensatz ist 18, weil man unter 18 nicht wählen kann. Die älteste Person ist 102. Wir haben 10 NAs. Dann haben wir noch das erste und das dritte Quartil. Das erste Quartil sagt uns, dass 25% der Personen jünger sind im Datensatz als 41 und 75% 41 oder älter. Das dritte Quartil sagt uns, dass 67% jünger sind als 67 und 25% älter. Es ist also, das Median ist nichts anderes als das zweite Quartil. Und das gleiche kriegen wir auch noch für die Links-Rechts-Positionierung. Der Median ist genau in der Mitte 5, der Min ist etwas über der Mitte, es scheint etwas mehr rechte Leute zu geben. Das dritte Quartil ist 7, Maximumwert ist 10, Minimumwert ist 0, das erste Quartil ist 3. Und wir haben 114 NAs, unter denen die eine Partei gewählt haben, da wir die entsprechend hier gefiltert haben. Das VoteChoice nicht NA sein darf. Auch noch nützlich ist, wenn wir jetzt hier nicht nur VoteChoice, sondern alle NAs rausschmeißen wollen aus allen Variablen, also nur vollständige, können wir auch NA mitverwenden. Dann hat nachher der Datensatz keine NAs mehr drin, also alle, die entweder in 6, VoteChoice, H oder LR-Self ein NA haben, werden rausgeschmissen. Hier ist es fundamental, dass man zuerst Select anwendet. Wenn wir das auf den ganzen Datensatz anwenden würden, mit den ursprünglich über 300 Variablen, hätten wir wahrscheinlich keine Fälle mehr drin. Das ist wichtig. Wenn wir das anwenden, dann haben wir anschließend keine NAs mehr im Datensatz, wie wir das auch sehen können. Jetzt haben wir keine fehlenden Werte mehr. Nun empfehle ich dir, eine weitere Variable zu suchen im Datensatz und als Übung und die ebenfalls zu rekordieren. Falls dabei Fragen aufkommen, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich, für den Einstieg in R. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne die Glocke aktivieren und dort alle auswählen. Dann informiert dich YouTube jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade. Und falls du Fragen hast oder Wünsche für weitere Videos, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben.